wollte gerade sagen, die HD-Auflösung ohne Bild ist ja. All right, ja. young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Okay. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw... Keep your head straight! Entschuldigung, Bruder. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome... The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. As the princess moved, the growl got louder. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her, and yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The hag was near. Die Kamera bewegt sich The immer hag was selbstständig. near, just outside of view. But our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there! The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. So. Das Bild kam also dabei raus. Jetzt haben wir fast alle Räume tatsächlich durch. Dieses Bild. Vielleicht ist das die Mutter mit dem Unfall. Ja. Okay, alles klar. Also das haben wir jetzt. Hier waren wir noch nicht, ne? Doch, hier waren wir auch schon in den Räumen. Und das war ja noch zu. Das ist immer noch zu. Ich habe irgendwo... Habe ich einen Schlüssel übersehen? Gucken wir noch mal kurz. Da war ja vorher auch die kleine Kiste, wo abgeschlossen war. Ja. Allerdings war das halt in dem Gedankengang. Die Kiste. Okay.
Okay, dann gucken wir nochmal ganz kurz runter. Wow. So. Eine Taschenuhr. Ja, schade. Ich dachte, ich kann jetzt einfach rauslaufen. Hier war aber auch nichts mehr. Mhm. Hier war ja auch nichts. Masse geht immer noch nicht. Okay. War ich da hinten schon drin? Ich glaube nicht. This place is a mess. Stimmt, hier, das hat noch gefehlt. Der Raum fehlt noch. Dann haben wir tatsächlich alle durch. You in there. I'm coming, you furry little bastards. Oh. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Okay. Jetzt hast du trotzdem keinen Schlüssel. Aber vielleicht ist die Tür jetzt einfach offen. War die Farbe vorher schon? Ich weiß nicht. Welche Tür war zu? Die hintere, gell? Mhm. Die hier. Irgendwas fehlt noch. Also die Räume müssten wir jetzt eigentlich so gut wie alle durch haben, oder? Oder fehlt noch was? Fehlt noch ein Raum. Okay, ich gucke nochmal kurz. Wir gucken nochmal kurz die Räume durch. Aber eigentlich müsste ich jetzt alle haben. Das hier ist kein Raum. Okay, wir sind hier reingekommen. Fangen wir mal an. Raum links. Hier ist man auch nicht in irgendeine Erinnerung zurück, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Ne, ich meine jetzt, wo wir hier waren. Doch. Gut. Okay. Pinsel oder Stift? Stift. Stift. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Okay, wir haben ein Pferd gemalt. Sieht doch schon viel schöner aus dort. Ja, eigentlich schon, gell? Ist das eine Zunge? The little girl in red was walking through the woods when suddenly, out of nowhere, jumped out you know who. Eyes glowing bloody red, teeth sharp as razors, and yet the big bad wolf did not seem to faze her. "Be careful, little girl," the big bad wolf sneered. "You're in Fantasyland, where things ain't what they seem." "Oh, shush, you big old meanie," the frightened girl exclaimed. "You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy, make the sky go red. I can do whatever pops into my head." The wolf was unimpressed with his show of skill. "You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint.
for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean, said the little girl. I just want to have fun, and you want me to learn. I wish a big old rock would fall down from the sky and crush your big bad mouth into a mincemeat pie. Don't do it, I beg you, the big wolf cried. You lack scale and perspective, my sweet little child. But it was too late. His warning fell on deaf ears. Down came the rock and smashed them all to smithereens. Gut. Steht da irgendwas? Ja. Ich frage mich, was passiert, wenn du nicht den Pinsel genommen hättest. Ich weiß nicht, ob sich das so krass unterschieden hätte. Finally! Are you ready to embrace true art? Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Okay. Wir müssen jetzt wahrscheinlich verschiedene Farben finden. Wo ist er? Wo ist der Boy? Wenn du irgendwas leuchten siehst, sag schon mal Bescheid. Hinten rechts ist eine Tür, doch, oder? Ah, ne. Mehr oder weniger. Oder dahinter? Ja. Gut. Alles klar. So. Ah, yes! The autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. No! Schwarz. Put that down! You are doing so well! Ach so. Muss ich jetzt noch schwarz suchen? No! Any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Okay. Ich dachte, es wäre schwarz gewesen. Kann man die scheiß Farbe nicht ran? Dann nimm die Stifte und mal drauf los. Lol. Ich glaube, wir können nicht mehr zurück. Kann man hier durchgreifen? Nee. Ah. Ich glaube, ich muss den einfach... Boah, Alter. du bist krass. Okay. Ich gebe Mühe. Okay, und noch... Das wäre gar nicht so einfach, ne?
hallo? Gut. Perfekt. So. Wir müssen es dann tatsächlich eigentlich echt fast haben. Ich hätte die Farbe jetzt liegen lassen sollen. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. So, jetzt brauchen wir gelb oder weiß oder irgendwas, wo halt Da hell lag doch ist. gelb vorher. Das ist dunkel. Das ist grün, ja. Wo lag gelb? Ja, was anderes können wir gar nicht nehmen, oder? Ah, doch, wir können da noch raus. So, das sieht gut aus. Aber so hell sieht es nicht aus. Ja, wir probieren es einfach. Wenn der dann sagt er mir schon. Du willst nur vom Hund wegrennen. Nee. Sehe ich gar nicht ein. No! A wet rag won't do us any good, no matter what color it is. Okay, die Farbe war es also nicht. Alles klar, gib uns da. Da liegt gelb. Gelb brauchen wir, echt. Aber wir können jetzt... Doch, können wir. Hat sich gerade erledigt. So. Versuch's doch mal mit der. Hä? Mit welcher? Mit der Pink, wo du schon benutzt hast. Ach so. Ich hätte gern irgendeinen Zugang da rein, aber irgendwie, ja, da. Gut. That's right. Jawohl. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally... Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. So, perfekt. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Müssen wir das jetzt in eine Reihenfolge packen? Nee. War's das jetzt, oder wie? Warte. Ah, die Tür ist aufgegangen. So. Okay, ich glaube, Reihenfolge müssen wir nicht mehr packen. Wir können jetzt durch die Tür gehen, die oben verschlossen war. Zwar war die auf der rechten Seite. Hier. Gut. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do.
I had given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Hey, princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Ja, liebe Freunde, und schon sind wir fertig mit dem DLC von Layers of Fear. Für 5 Euro auf Steam, gerade so, kann man gerade kaufen. Ja, war jetzt ganz lustig, aber das Hauptspiel fand ich jetzt doch ein bisschen besser. Also, jetzt im Nachhinein habe ich es kapiert. Man spielt also die Tochter, die erwachsen geworden ist, um zu schauen, was denn genau mit ihrem Vater los war. Und dann ist man so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt sozusagen. Und mit den Erinnerungen konnte man dann dementsprechend, ja, seinen Frieden finden. Ich glaube, bei dem DLC gibt es auch mehrere Enden. Wir haben jetzt das hier und damit bleibt es auch. Ich ändere das jetzt nicht mehr, da wird jetzt kein Ende mehr verändert, sozusagen. Ja, das war Layers of Fear. Und bitte jetzt noch den Thomas noch kurz einen Abschiedswitz zu erzählen. Nein. Wie nein? Keiner ein. Wie, mir fällt keiner ein. Ja, hatte ich mal früher so gemacht, dass jeder Dualpartner bei mir einen Witz erzählen muss zum Schluss, aber lassen wir. Ja, liebe Freunde, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, bei dir, Thomas, fürs Dabeisein. War jetzt doch relativ kurzweilig, aber ist, glaube ich, auch gut so, du bist relativ müde. Der pennt hier gleich neben mir ein. Es war auch relativ, ja, es war jetzt wenig schreckhaft. Ich dachte, es kommt ein bisschen mehr. Naja, gut. Mit diesen Worten würde ich uns verabschieden und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.